Wenn wir Kunst und Skulpturen im Museum anschauen, dann gilt dort das Berührungsverbot. Das ist eigentlich frustrierend, weil Skulpturen sind haptische Objekte. Sie sprechen zu meinem Sinn und nicht nur zu dem Sehsinn, sondern eigentlich auch zu dem Tastsinn. Diese Skulptur von Mary Vieira hat die Besonderheit, dass sie anders als im Museum berührt werden darf. Die brasilianische Künstlerin Mary Vieira, sie lebt ab den 60er Jahren in Basel, entwirft 1967 die bewegliche Plastik Polyvolume für die neue Universitätsbibliothek. Bibliotheken sind fantastische Wissensgefäße, in denen wir Zugang zu Wissen bekommen. Und dieser Zugang, dass ich mich bedienen kann, das zelebriert dieses Kunstwerk eigentlich durch diese haptische Interaktion. Die Skulpturen von Mary Vieira, die sie in den späten 60er Jahren gemacht hat, unter dem Namen Polyvolume, sind in einer gewissen Weise einzigartig in der Kunstgeschichte, weil sie in einem sehr, sehr frühen historischen Zeitpunkt den Begriff des Kunstwerks befreit hat aus seiner Objektnatur. Sie sagt eigentlich, ein Kunstwerk wird erst dann ein Kunstwerk, wenn es wirklich angeeignet wird durch Betrachter und Betrachterinnen. Das wollte ich immer schon mal machen. Es ist so ein herrliches Missverständnis, diese Skulptur, das in diese Urform zu versetzen. Die strenge Version der veränderbaren Plastik überrascht auch die Direktorin der Bibliothek. Ich habe das noch nie so ordentlich gesehen. Es ist ja etwas Zauberhaftes daran. Es wird immer wieder anders gemacht, ja. Aber wir sehen nie die Studenten daran arbeiten. Das ist interessant. Aber es ist jedes Mal etwas anderes. Ja. Und auch weit oben, wo man sich fragt, wie die Leute überhaupt raufkommen. Sollen wir immer so gewählt machen oder so stufenweise? Ich finde Wellen schöner, aber das geht beides. Das ist ein beides. bisschen schwieriger zu machen. Polyvolume fordert die über 1000 täglichen BesucherInnen zum Spiel auf. Noch vor 120 Jahren besuchen erst 30 Personen pro Tag die Bibliothek zu Basel, wie sie damals heißt. 1896 verlegt die Bibliothek ihren Standort von der Augustinergasse in den neobarocken Neubau von Emmanuel Laroche an der Schönbeinstraße. Schon bald ist die Bibliothek nicht mehr nur Lagerort für Bücher, sie wird zentraler Ort für Lehre und Forschung. Die veränderten Bedürfnisse verlangen einen zeitgemäßen Neubau. Der Kopfbau wird abgerissen. An dessen Stelle errichtet Architekt Otto Senn in den 60er Jahren die Universitätsbibliothek, wie wir sie heute kennen. Ich glaube, wir müssen mehr hier raus. Wir müssen es ein bisschen extremer machen, die Bewegungen. Genau, so konkav-konvex, immer im Wechsel. Kommen wir mal da runter schauen. Lustig? Bevor die Plastik steht, geht es zwischen Bauherrschaft, Architekt und Künstlerin ruppig zu. Mary Vieira wird 1967 auf Wunsch des Architekten Otto Senn vom Kunstkredit für die Gestaltung einer Plastik eingeladen. Aber als bei der Jurierung kein Entwurf vorliegt, scheint die Sache erledigt. Doch der Architekt insistiert auf die Zusammenarbeit mit der Künstlerin. Der Kantonsbaumeister reagiert in einem scharfen Brief: Sehr geehrter Herr Senn, mit etwelcher Besorgnis stelle ich fest, dass Ihnen das Geschäft offenbar irgendwie entglitten ist. Ich hoffe nur, dass Sie an Frau Vieira keine Weisungen erteilt haben, zu welchen Ihnen die Kompetenz fehlte. Der Architekt schafft es dennoch, dass ein Direktauftrag an die Künstlerin geht. Nun wird aber die Zeit bis zur Einweihung des Neubaus knapp. Nochmal derselbe Kantonsbaumeister. Der Grund der Verzögerung liegt doch nicht beim Baudepartement, sondern entspringt einzig und allein dem Verhalten der Künstlerin gegenüber dem Kunstkredit. Und wenn das Werk bei der Eröffnung nicht fertig ist, muss sie sich das selbst zuschreiben. Bei der Einweihung ist die Plastik tatsächlich noch nicht fertig. Die Lücke wird für den Fototermin vorerst mit 6-eckigen Pflanztrögen gefüllt. Ja, ich finde, wir haben was Tolles gemacht. Gell? Oder? Ja. Es sieht von überall anders aus. Ja, das Und ist da auch wirkt toll. es auch toll.
Das ist ein Phänomen, was man in der Skulptur die virtuelle Bewegung nennt, dass man sich selbst um die Skulptur bewegt und es wirkt so, als bewege sich die Skulptur, als würde die sich drehen. Es wäre schön, wenn die Leute sagen, okay, super, und ich kann das jetzt weitermachen. Ja. Mary Vieiras architekturbezogene Kunst zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht nur unglaublich gut auf die Gebäude reagiert, in denen sie steht, sondern sie macht diese Gebäude eigentlich erst richtig präsent und sichtbar. Diese Skulptur reagiert auf die Tatsache, dass der Raum, in dem sie aufgestellt ist, ein Hexagon ist, ein sechseckiger Raum. Und auch die Skulptur selber hat ein sechseckiges Fundament. Eigentlich ist die Skulptur die Fortsetzung der Architektur mit anderen Mitteln. Das ist genau dieses Eingangsfoyer, wo die Skulptur von Mary Vieira eben steht. Und jetzt merkt man das Sechseck wirklich. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach hinten schauen, zu dem Lesesaal, merken wir eben auch, der ist auch in dieser sechseckigen Geometrie gedacht. Das deutsche Wort des Begreifens hat ja eine wunderschöne Doppeldeutigkeit. Wir sagen, wenn wir was begriffen haben, dann meinen wir haben etwas verstanden. Aber ganz häufig verstehen wir nur dann etwas, wenn wir es wirklich mit allen unseren Sinnen begreifen. Vor allem eben mit dem Tastsinn. Und wenn ich diese Skulptur begreifen kann, dann kann ich vielleicht auch schwierige Gedankengänge in der Bibliothek später im Lesesaal besser begreifen.